Hallo meine Lieben und willkommen bei Hanna kocht Mamas Rezepte. Hier lernen wir gemeinsam kochen und backen. Heute machen wir einen ganz köstlichen Kartoffelauflauf. Er geht relativ einfach und die Kinder, also meine Kinder, die lieben ihn. Ich hole euch jetzt mal so ein bisschen näher, damit ihr sehen könnt, was ihr alles für den Kartoffelauflauf braucht. Also, für den Kartoffelauflauf benötigen wir, ich habe hier 1,2 Kilo Kartoffeln, ich habe 9 Eier, 450 Gramm saure Sahne, 3 Tomaten, 4 Cabanossi-Würstchen, 3 habe ich geschnitten, die eine schneiden wir gleich gemeinsam, einen Bund Frühlingszwiebeln, hier die machen wir gemeinsam, den Rest habe ich schon klein geschnitten. 250 Gramm geriebenen Käse, ich habe hier Gouda genommen, und 50 Gramm frisch geriebenem Parmigiano. Wir brauchen des Weiteren natürlich Reisöl und an Gewürzen brauchen wir Muskat. Das ist ungefähr 1 Teelöffel, 1,5 Teelöffel Muskat, 2 Teelöffel Paprika edelsüß und einen schönen Teelöffel selbstgemachtes Brühepulver und 3 Knoblauch. Wer keinen Knoblauch mag, lässt den Knoblauch raus. Wer etwas mehr Knoblauch mag, Knoblauch gerne mag, kann natürlich gerne etwas mehr Knoblauch nehmen. Und natürlich Salz und Pfeffer. So, dann fangen wir mit den Kartoffeln an. So, wir schälen jetzt die Kartoffeln. Ich benutze dafür einen Sparschäler, der ist von Rösle. Wie schält ihr denn eure Kartoffeln? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Natürlich müsst ihr jetzt nicht zugucken, bis dass ich alle Kartoffeln geschält habe. Ich schäle den einen noch, damit ihr mal seht genau wie es geht. Und wenn ich dann mit den Kartoffelschälen fertig bin, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe hier ein neues Spielzeug und zwar ist das von der Firma Pampered Chef. Das gibt es auch von Nicer Dicer. Das ist genauso gut, aber ich hatte einen Gutschein von Pampered Chef. Aufgrund dessen habe ich mir das dann da geholt. Da legen wir jetzt einfach die Kartoffel rein. Und dann... Wo ist das Ding? Ach so, ne, andersrum. So. Ne, genau andersrum. So? So. Aber noch. So, ich habe jetzt hier die Kartoffel reingetan. Das sollte man vorher rausholen. Und das lege ich jetzt da rein und dann und schwuppdiwupp habe ich wunderschöne, gleichmäßige Kartoffelscheiben. So schöne kann man mit der Hand echt nicht schneiden. Das mache ich jetzt. Ich hatte schon mal ein paar ausprobiert. Also es ist schon ein tolles Spielzeug. So, ihr müsst das natürlich jetzt nicht sehen, bis ich die alle durch habe. Wenn ich dann damit durch bin, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe hier eine Auflaufform. Die pinsel ich jetzt mit meinem Reisöl ein. Auch schön den Rand einpinseln. Den Backofen habe ich schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze aufgeheizt. So. Und da hinein gebe ich jetzt meine Kartoffeln. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Teil von Pampered Chef, wenn ich hier sehe, wie wunderschön gleichmäßig jetzt hier meine Kartoffelscheiben sind. Schaut mal hier rein. Wunderbar. Das geht.
jetzt gebe ich die restlichen Gewürze dann auch noch mal drüber. Und dann verteile ich das noch einmal. Und dann geht das Ganze für 25 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Das riecht schon gut. Die Gewürze riechen gut. Okay, so, wunderschön verteilt. Jetzt geben wir zum Schluss noch ein bisschen von dem Reisöl drüber. Nicht alles. So. Und dann geben wir das für 25 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. So, während unsere Kartoffeln jetzt so langsam im Backofen vor sich hin kochen, kümmern wir uns einmal um den Rest. Als erstes geben wir unsere 9 Eier in eine Schüssel. Also es waren auf jeden Fall 8 Eier und keine 9. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. So, die Eier verrühren wir jetzt miteinander. So, jetzt geben wir da hinein unsere saure Sahne. So, das stellen wir jetzt erstmal zur Seite und dann kümmern wir uns um die anderen Sachen. Ich habe jetzt hier meine 3 Tomaten. 2 Tomaten habe ich schon mal klein geschnitten und die dritte schneiden wir jetzt zusammen. Also ich schneide hier einmal hier in die Hälfte und schneide natürlich den Stielansatz raus, drehe das rum und schneide die Tomaten in Streifen, drehe die einmal rum und schneide sie in Würfel. Der Hälfte genauso in Streifen. Einmal rumdrehen und in Würfel. Das gebe ich jetzt zu den schon gewürfelten Tomaten dazu. So. Und jetzt nehmen wir unsere Cabanossi. Jetzt habe ich unsere Cabanossi, wir haben ja 4 Stück davon. 3 habe ich schon in Scheiben geschnitten. Und die schneiden wir jetzt auch in Scheiben. Tue ich jetzt hier drauf. Mal gucken, ob ich das alles noch irgendwie hier reinkriege. Aber das wird wohl. So, habt ihr alle noch da reingekriegt. Und jetzt nehmen wir unser Bund Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln, die habe ich geputzt, die habe ich gewaschen und habe schon einige in kleine Ringe geschnitten. Und jetzt nehmen wir die und schneiden diese auch in kleine Ringe.
Tomatenwürfel, die wir gemeinsam geschnitten haben, und unser Knoblauch in die Eier-Saure-Sahne-Mischung gegeben haben und gut durchgerührt haben, gehe ich jetzt noch hin und salze und pfeffere das Ganze. Einmal Salz und einmal Pfeffer. Und wenn unsere Kartoffeln gleich gut sind, dann geben wir das darüber und dann kommt das Ganze noch einmal für 20 Minuten, ebenfalls bei 180 Grad, in den Backofen. So sehen unsere Kartoffeln aus. Jetzt, wo wir sie aus dem Backofen geholt haben, die haben schön vorgekocht. Jetzt gebe ich die Wurst dazu. So, ein bisschen verteilen, dass wir überall gleich viel Wurst haben. So, jetzt gießen wir unsere Eiermischung darüber. So. Schön auskratzen. So. So. Und darüber geben wir jetzt unseren Käse. Erst den geriebenen Gouda. Ups. Drücken das ein bisschen fest. So. Und zum Schluss auf den Gouda unseren geriebenen Parmigiano. Sternzeichen Käse geht immer. Es gibt nie zu viel Käse. So. Das Ganze nochmal. Und schön festdrücken. Okay. Das geht jetzt noch einmal für 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Bis gleich. So, dann versuchen wir das mal jetzt ein bisschen. Herauszuholen. Damit wir das auch mal, oder damit ich das auch mal für euch probieren kann. So. Okay. Ja. So, habe ich das jetzt mal rausgeholt. Probiere ich mal die Cabanossi. Kartoffeln, ob die durch sind. Ja, die Kartoffeln sind durch. Die Cabanossi schmeckt fantastisch. Ich würde sagen, das ist ein leckeres Abendessen für die Familie. Und wenn euch das Video gefallen hat, seid so lieb, gebt mir ein Like, aktiviert die Glocke und vor allen Dingen vergesst nicht, abonniert den Kanal, damit wir auch weiterhin gemeinsam kochen und backen lernen können. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Wir machen dann einen Spaghetti-Kürbis, weil es ist jetzt Kürbiszeit und das muss man ausnutzen. Also wir machen einen Spaghetti-Kürbis. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Bis dann, eure Hanna. Ciao.